Mich beschäftigt oft die Frage der Glaubwürdigkeit. Wie glaubwürdig lebe ich mein Christsein? Sind meine Worte unterstrichen von einer Lebenshaltung, von Entscheidungen, von Taten, die eben den Worten auch Glaubwürdigkeit geben? Und wenn ich dann darüber hinausgehe, über mein persönliches Leben, zur Frage, ist die Vineyard Berlin mein geistliches Zuhause, meine Familie, leben wir glaubwürdig? Dann stellt sich diese Frage nochmal intensiver und dann geht es aber auch darüber hinaus. Wie lebe ich glaubwürdig im Rahmen der Vineyard-Bewegung Deutschland, Österreich, Schweiz? Sind wir authentisch? Stimmt das, was wir sagen? Leben wir das? Und dann geht es aber nochmal weiter, wir als Christen. Wenn ich mich in der Gemeinschaft der Christen in Berlin sehe oder in Deutschland, Österreich, der Schweiz, Europa, weltweit, leben wir Christen glaubwürdig? Gibt es einen Grund, der Botschaft, die wir verkündigen, Vertrauen zu schenken und sich überhaupt darauf einzulassen, ja oder nein? Oder wenn ich die Frage umgekehrt stelle, gibt es Gründe, weshalb Menschen sich dieser Botschaft gegenüber verschließen und gar nicht öffnen können? Da sind mir 2 Bibelstellen begegnet, die mir unglaublich geholfen haben, die Problematik besser zu verstehen, und ich möchte diese gerne mit dir teilen. Schlag doch mit mir auf, Johannesevangelium, Kapitel 13, Vers 34 und 35. Johannes 13, 34, 35. Eine neue Anweisung gebe ich euch. Liebt einander. Genauso wie ich euch geliebt habe, müsst ihr euch gegenseitig lieben. Dadurch wird jeder wissen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr einander liebt. Das ist eine so simple Aussage. Also was er sagt ist, liebt einander, wie ich euch geliebt habe. Also Johannes merkt, dass die Liebesfähigkeit eines Menschen abhängig ist davon, dass er die Liebe annimmt. Wer keine Liebe annehmen kann, kann sie auch nicht geben. Aber gehen wir mal nicht auf diese Schiene, sondern auf die Konsequenz. Die Konsequenz dieser Haltung ist, dass die Welt erkennt, dass wir die Jünger von Jesus sind. Lass mich das noch etwas erklären. Die Welt erkennt nicht, dass wir Jünger Jesus sind, wenn wir gut predigen. Die Welt erkennt nicht, dass wir Jünger Jesus sind, wenn wir uns in einer gewissen Weise kleiden. Die Welt erkennt nicht, dass wir die Jünger von Jesus sind, wenn wir, eine gewisse Sprache sprechen. Die Welt sieht nicht, dass wir die Jünger von Jesus sind, wenn wir Top-Programme in unseren Kirchen haben. Die Welt sieht nicht, dass wir Jünger Jesus sind, wenn wir super Sozialprogramme haben. Hier in diesem Text verengt Johannes das eigentlich. Und er sagt, dass Jesus sagt, das Merkmal, dass wir Nachfolger von Jesus sind, ist die Liebe zueinander. Und diese Liebe beginnt natürlich in der Familie. Ja, zu Hause muss beginnen, was leuchten soll im Vaterland. Für alle Schweizer eine sehr bekannte Aussage von Heinrich Pestalozzi, einem Humanisten der Schweiz, der sehr bekannt ist. Zu Hause muss beginnen, was leuchten will im Vaterland. Oder mit anderen Worten, unser Zuhause als engster Ort der Gegenwart Jesu, unsere Familie, unsere Freundschaften, geprägt von Liebe, dann erkennen die Menschen um uns herum, dass wir Jünger von Jesus sind. Unsere lokale Gemeinschaft, die Vineyard Berlin, wenn wir einander Liebe zeigen, erkennen die Menschen im Dunstkreis, die uns sehen, dass wir Jünger von Jesus sind. Ja,
wenn wir Liebe geben innerhalb der Vineyard-Familie, dann erkennen die Menschen, die mit der Vineyard-Familie im Größeren in Kontakt kommen, dass wir Jünger von Jesus sind. Wenn wir mit den Christen anderer Bekenntnisse, anderer Orte in Liebe leben, dann erkennt die Welt, die uns sieht, dass wir die Jünger von Jesus sind. Das ist ein absoluter Kern. Deshalb sprechen wir in der Vineyard nie negativ über andere Kirchen, weil die Liebe zählt. Der zweite Text ist in Johannes 17, 21. Da betet Jesus für die Einheit seiner Jünger. Und er sagt, mein Gebet gehört nicht nur denen, die jetzt leben. Ich bete auch für die, die durch die Botschaft derer, zu denen ich jetzt spreche, zum Glauben kommen werden. Mit anderen Worten uns. Dass sie alle eins sein mögen, Vater, genauso wie du in mir bist und ich in dir, mögen sie in uns sein. Und jetzt kommt's, Vers 21, damit die Welt glaubt, dass du mich gesandt hast. Mit anderen Worten, die Glaubwürdigkeit von Jesus ist abhängig von der Einheit, die wir leben. Die Glaubwürdigkeit, dass ich Christ bin, ist abhängig von der gegenseitigen Liebe. Aber die Einheit geht nochmal eine Spur tiefer. Einheit ist nur dort möglich, wo Unterschiedlichkeit ist. Denn wo Einheit Uniformität bedeutet, kann es keine Einheit sein. Einheit bedingt Unterschiedlichkeit, Vielfalt. Also mit anderen Worten, Christus ist glaubwürdig der Sohn Gottes, wenn es uns gelingt, trotz unserer Vielfalt und Unterschiedlichkeit in unserem Herzen eins zu werden. Und wiederum, es beginnt in der Familie, in der gegenseitigen Wertschätzung, in der lokalen Vineyard, in der größeren Vineyard-Familie, in der Christenfamilie, dass wir eins werden, obwohl wir Dinge unterschiedlich sehen. Ich bin kein Methodist, ich bin kein Baptist, aber wenn ich den Kern der Einheit mit ihm suche, wird Jesus glaubwürdig als Sohn Gottes. Und das ist doch letztlich unsere Absicht. Ich wünsche dir ein tolles Wochenende und eine kraftvolle nächste Woche.